Willkommen zurück zur vierten Folge von Remains of Edith Finch. In der letzten Folge haben wir draußen den Familienfriedhof besichtigt und gelernt, dass sie auch ihre Haustiere da unten begraben. Und dann sind wir auf gefährliche Weise hier aufs Dach geklettert und haben Sams Geschichte uns über diese Fotos angeguckt. Er wurde von einem nicht ganz toten Hirsch eine Klippe runtergestoßen. Und jetzt geht's weiter. Es war After Sam died, früher Abend, als wir my mom gekommen and he sind. got really close. Jetzt ist es They both dunkel. lost a lot. Ja, der Tod bringt die Menschen zusammen. Gregory. Den Namen haben wir auch auf dem Grabstein gesehen. Hier haben wir Gregory und Dawn und Gus. Dawn war auch in der Erinnerung. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet Okay. Ja, sie darf gleich ihren Satz zu Ende bringen, aber ich schaue mir erstmal hier das hier an. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Oh, das waren Zeiten, als man als kleines Baby unbeschwert in der Badewanne spielen konnte. Oh. That's over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. Man kriegt auch eine Trophäe, wenn man alle Namen, alle Buchstaben hier runterkriegt. Ja, draußen läuft Erwachsenenzeug ab. It reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Whatever it was, he saw. Oh. It sure made him happy. Das Wasser können wir leider nicht ablassen. Ich wette auch, werd wieder geklemmt, weil diese Musik hier läuft. Ich muss auf den Bauch, oder? Oder? Ja, vielleicht kann ich ein bisschen drüber quatschen. Ja, was jetzt? Ah. I know how silly it sounds. Oh, langsam wird's gefährlich. Jetzt kommt das, That I worried about a baby being too happy. der Schaum. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory.
I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Ja, wer lässt doch das Wasser ab I don't want Gregory to hear this. I wish she could have told us. und lässt das Kind einfach in der Badewanne hocken. There's so much I don't understand. About Gregory. About everything. Ja, es ist so kreativ, das Spiel, aber was es darstellt, ist eigentlich so düster. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Fuck, ey. Love, Sam. Ja, das ist ja offensichtlich, also ich glaube, ich muss das niemandem erklären, dass das kleine Baby im Badewannenwasser ertrunken ist. Ja, gerade mal ein Jahr geworden. Der arme Gregory. Ah, Alter, irgendwie. Ich will nicht wissen, wie sich sowas anfühlt, sein eigenes Kind, ja, so gehen zu lassen. Hier haben wir noch Gus. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Ja, hier müssen wir den Text But Gus umdrehen. stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you husband and wife. Make him cry. Ich glaube, ich kann die Hochzeit nicht crashen. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Ja, auf dem Bild sah auch aus wie ein Punk. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Ein Sturm braust auf. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Oh. Nehmen wir alles mit. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Boah. Ah, der Junge wird vom Blitz getroffen. Ich wünschte, ich könnte. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't, until we found you. Hm. She never talked about him.
Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Dann wurde er nicht vom Blitz getroffen, dann wurde er einfach von der Flut erwischt. 69 bis 82 ist auch nicht alt geworden. Alles dank des Familienfluchs. Mich würde interessieren, glaubt ihr an Flüche? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also würde mich echt freuen, wenn ihr mal was schreiben würdet. Oh. Stramme Morgenroutine. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Oh. Ja, für ein kleines Kind ist das Geländer, glaube ich, hoch genug. Religion Eine was another Bibel. thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. The Teacher's Calling. Okay. Aber irgendwie schon cool. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Ah, Dawn ist also die Mutter von Edith. Where helping hands create safe places. Calcutta in Indien. Flight to India. 10 ways to teach critical thinking. Okay. Und ein Telefon und ein Kreuz und indische Buchstaben. Ich habe keine Ahnung. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Entschuldigung. Louis was born a year later. Das ist Louis, der große Bruder. Und überall die vermissten Poster. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Minze, Thymian, Salbei, Basilikum. And to see kids in the house again. Ja, traurig, dass das alles eingeht. Oder eingegangen ist. Ich The habe mal house had to jemanden, get a little bigger, but Edie was used to that. gekannt, der sich sehr gern um Pflanzen gekümmert hat. Na, immer noch, also die Person ist nicht tot, aber die Pflanzen sehr liebt. And for a while, things were good. Almost normal. Fact of Fiction. Ja, das wird auch öfter mal den Leuten gut tun, im richtigen Leben das zu unterscheiden. Louis Rules. Echte kleine Privatschule. But it didn't last. Wissenschaftliche Methoden, observieren, in Frage stellen, nachforschen, Hypothesen aufstellen, experimentieren, Daten sammeln und Schlussfolgern. Ja, gibt es eine Mischung. Relief Efforts End in Disaster. Okay. Da haben wir anscheinend Dawn mit ihrem Ehemann. To teach and to learn. Jeder schreibt Filme, schreibt Bücher. Der Fluch, Myth, History von Edith Finch, also das hat sie gemacht. Oh. Du knarzt es aber bedenklich. Okay, gehen wir mal raus. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Gehen wir erstmal hier lang.
Ja, die haben doch schon einiges an Asche, wenn sie so viel an das ursprüngliche Haus ranbauen konnten, oder? Ich meine, bauen einfach mal so einen Turm daran. Ich weiß, dass es dann noch hochgeht hier, aber das machen wir, nachdem wir hier waren. Ich meine, so. Ach ja, das hätte ich am Anfang der Folge machen sollen. Ein bisschen heller. Auf YouTube sieht das alles ein kleines bisschen düster aus. Wow, der Milton, der war echt ein Eskapist. Milton der Prinz. Die Musik ist so schön. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich krieg da so extreme Nostalgie-Flashbacks und meine eigene Kindheit, so als wäre das der Soundtrack davon. Da haben wir den, wie aus einem Märchen sieht er aus. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Der Zauberpinsel. So eine nette Idee. I was 4 when Milton disappeared. Ja, der Stammbaum füllt sich langsam. Uns fehlt nur noch die alte Edie. Ja, Sanjay, Ingeborg, Sven, ich weiß nicht, ob wir die noch finden. Und Louis. Und Kay. Er ist verschwunden. 92 geboren. Künstlerisch begabt, kann man auf jeden Fall Mom spent sehen. months searching for my brother. Then she sealed the doors. Ich hoffe mal, der Turm war gut isoliert. Vielleicht ist er deswegen abgehauen. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Boah, der Soundtrack macht mir Gänsehaut. Jetzt schauen wir mal, was wir hier oben finden. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Ist wieder jemand irgendwo runtergefallen? After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Okay, da hoch geht's nicht. Ja, das mit Louis ist auch so schön. Irgendwie erinnert es mich ein bisschen an BioShock, also von BioShock Infinite der Anfang. Louis's room Ooh. smelled very, very familiar. That part of him lived on. Ja, hier so eine Shisha. Wasserpfeife, keine Ahnung, ich habe noch nie so ein Ding benutzt. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot.
Ja, Highschool hat er geschafft. Echter Gamer war der anscheinend. San Juan Ale. Wie cool das, also auch wie oft sich der Stil ändert so. Louis Finch, Schließfach, Inhalt. Und jetzt, was jetzt kommt, schaut es euch einfach an. Das ist großartig. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery. Ja, He withdrew part of himself. Monotonie und In our sessions, I saw the same Routine sind der Tod der His mind Fantasie. began to wander. Oh, das muss ich machen. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. Ja, so einfach ist das nicht. He'd feel his way about. Sackgasse. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. He Sind knew wir it jetzt was in all in his Moria? head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. Geil. Jetzt spielen wir Diablo. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Ja, wenn man mit dem Gedanken ganz Like a woanders whole ist, new Lewis. dann ist der ganze Rest wie So I let him go. automatisch. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about Feiert mich, starting ich bin euer König. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Auf zu neuen Wassern. Conquer a city, then immediately push on. New Louisville.
St. Louis. Natürlich. He started drifting away from our reality. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. Ja, wenn man so einen banalen Job hat, He heard rumors of her. dann Handsome flüchtet man queen. sich halt in die Fantasie. Ich denke, jeder kennt das. Ist das schön. The queen was on her own quest for Ja, ein bisschen Bedrohung brauchen wir. sinister serpents. Wir wollen ja auch ein Held werden. He followed the sound of her Electric Guitar, natürlich. Sitar. electric sitar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Ich würde das Spiel, so ein Spiel würde ich He spielen. knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Ein Gottkaiser. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Hoffentlich werden wir jetzt der König. Der Goldkönig. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Können wir nicht vielleicht zurück, weil manchmal will man doch lieber in seiner Fantasiewelt bleiben, wenn die Realität zu oft zuschlägt. He began to forget the world we know. Da, er hatte die erste Wii U. I think it pained him to remember Louis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. Ja. Oftmals guckt man zurück und dann ist man nicht I still zufrieden. thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. Erinnert ein bisschen an die unendliche Geschichte, oder? Hoho. The Geil. palace would be packed with his companions. Alles gut. Ich bin's doch bloß. Ihr müsst nicht so jubeln. Na, vielen Dank. Ist doch keine große Sache, so eine Krönung.
Hey Jerry. including the wise Calico who'd insisted on advising. Toller Schal. Boah, ist das cool. Und laut. Ich muss mal kurz leiser machen. Ja doch, vielleicht noch ein bisschen leiser. Nicht so stramm, Soldat. Das ist schließlich ein Fest der Freude. His queen waited, holding his crown. There was only one Endlich. thing left to do. Oh, ich hoffe, es ist tatsächlich eine Krone und keine blumige Umschreibung, dass er sich selbst den Kopf ab... Oh. Bend down his head. Ich brauch die Krone nicht, also ist nicht so wichtig. Bürgermeister reicht auch. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Ja, manchmal ist die Fantasiewelt so viel schöner als die Realität. Und dann will man nicht zurück. My brother was really cool. I wish you could have met him. Ja, ich wünschte, man hätte ihm auch helfen können. Also mit so einer Fantasie hätte man ihm sagen können, dass er vielleicht aufschreiben soll, was er sich ausdenkt. Dann hätte er vielleicht auf diese Weise Freude gefunden. Naja, hier oben in der Kifferhöhle beende ich mal die Folge. Die war wieder unglaublich schön und unglaublich traurig. Ich denke mal, so kann man das Spiel gut beschreiben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Kann sein, dass das auch die letzte sein wird. Das Spiel ist sehr kurz. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.